Dubai. Und warum Adidas die weltweit erste liquide Werbetafel entwickelt hat? Warum und wie wird es im Winter werben und nicht irgendwo, sondern in Schweden? Und wie sieht die Zukunft der Werbetafeln aus? Wenn beim Ansehen eines interessanten Videos auf YouTube eine Anzeige erscheint, werden wir sofort nervös und warten sehnsüchtig darauf, dass wir auf die Schaltfläche Anzeige überspringen, klicken. Ich weiß, es ist langweilig, liebe Freunde, aber verstehen Sie, so kommen wir über die Runden. Bekommen Geld. Heute möchte ich Ihnen etwas Marketinggenie zeigen und sehen, dass selbst Werbung Spaß machen kann, wenn sie natürlich richtig gemacht wird. Eis im Winter. Eiscreme verkauft sich im Winter nicht besonders gut und die Verkäufe gehen zurück, aber wie kann man Verluste reduzieren? McDonald's hat eine Lösung und hat sich zum Ziel gesetzt, sein Eis in den kalten Monaten zu verkaufen, und zwar nicht irgendwo, sondern in Schweden. Solche Werbung erforderte jedoch einen Blick über den Tellerrand hinaus. Buchstäblich. Sie stellten Werbetafeln auf, aus denen Eistüten aus Plastik herausragten, die sich nach und nach füllten, als der Schnee fiel. Und die Inschrift lautete: Für Eis ist es nie zu kalt, ich weiß es nicht, aber ich würde eines kaufen, nur um das Genie hinter dieser Werbetafel zu unterstützen. Allerdings machen wir mit der gleichen Kette weiter, die ich zum Essen zwar nicht empfehlen würde, aber für geniales Marketing. Auf der Straße, direkt vor einem ihrer Restaurants, malten sie einen riesigen Fußgängerweg in Form ihrer berühmten Pommes. Die Idee war, dass der Weg direkt zu einem ihrer Restaurants führen sollte. Und so geschah es. Hier ist ein weiteres Beispiel. Auf einer der Autobahnen in den Vereinigten Staaten fanden sie eine Möglichkeit, fast ewige Werbung zu machen. Sie pflanzten entlang der Straße gelbe kalifornische Mohnblumen in Form ihres Logos. Die Blume ist geschützt und ihr Pflücken ist verboten. Das Entfernen der Anzeige wird also buchstäblich illegal. Genial. 4 Abwehrmittel Raw-4. Ich möchte, dass Sie mir sagen, was für Sie die ekelhaftesten Insekten sind? Mücken, Zecken, Kakerlaken oder andere? Gegen die Schädlinge, die zwar nützlich sind, sich aber nur schwer eindrucksvoll bewerben lassen, kommen die bekannten Repellentien zum Einsatz. Die Italiener wissen jedoch wie. Mit seiner Marke Orfia. Sie mieteten von der Firma eine Werbetafel, die auf den ersten Blick fast leer schien. Mit nur einem Fläschchen auf der linken Seite auf weißem Hintergrund. Bei der Anzeige handelte es sich tatsächlich um eine riesige Fliegenfalle, bei der in den leeren Raum klarer Kleber in Form des Strahls des Fläschchens geschmiert worden war. Die Lichter rund um die Werbetafel lockten Mücken und Fliegen an, die sich festsetzten und so den Strom bildeten. Laut Orfia kleben über 230.000 Insekten an der Werbetafel. Möchten Sie den Kanal unterstützen? Dann drücke einen Daumen hoch und los geht's. 5. 3D-Anzeigen. Sie erleben derzeit die Zukunft der Werbetafeln und ich kann es kaum erwarten, bald etwas Ähnliches in Deutschland zu sehen. Dabei handelt es sich um sogenannte 3D-Werbetafeln, die superrealistische Bilder präsentieren. Sie werden verwendet, um für absolut alles zu werben. Technologie, Dienstleistungen, Reisen, sogar Horrorfilme. Sie sind so interessant gestaltet, dass die Leute fast immer innehalten, um sie anzusehen, Fotos von ihnen zu machen und sie sogar in soziale Netzwerke hochzuladen. Sehen Sie sich zum Beispiel die Ecke dieses Gebäudes in Tokio an. Aus einer bestimmten Perspektive ist in HD eine Riesenkatze zu sehen, die redet, miaut und sogar schläft. Wenn man sich jedoch von einer anderen Seite des Gebäudes nähert, sind nur die Rückseite und ein Teil davon sichtbar. 6. Der Staubsauger. Ein weiterer kostensparender Hersteller hat eine unkonventionelle Idee umgesetzt, um für seine Produkte zu werben. Und das ist überraschenderweise die in unserem Land bekannte deutsche Marke für Haushaltsgeräte Miele. Um für ihren neuen S8 Staubsauger zu werben,
haben sie in der Slowakei eine große Werbetafel über dem Eingang eines Tunnels angebracht, so dass es aussieht, als würden dort sogar Autos und Lastwagen angesaugt. Später stellt sich heraus, dass eine solche Werbetafel nie existiert hat. Und Werbung wird dank Software gemacht. Die Leute begannen massiv, das Video in sozialen Netzwerken zu posten und zu fragen, ob es echt sei oder nicht. Die Antwort spielte keine Rolle. Das Markenlogo war da und so erfuhren die Leute von ihrem neuen Staubsauger. So konnte Miele beim eigentlichen Bau dieser teuren Anlage oberhalb des Tunnels viel Geld sparen. 7-flüssige Werbetafel. Adidas hat gerade die Welt mit der ersten flüssigen Werbetafel, wie sie es nennen, verblüfft. Dabei handelt es sich jedoch tatsächlich um einen erhöhten Fertigpool am Strand. Ziel der Werbung in Dubai ist es, Menschen unterschiedlicher Religionen zum Schwimmen zu ermutigen. Und natürlich, um ihre neue Bademodenlinie zu bewerben. In dem Video stürzen sich Frauen aller Religionen, Rassen und Körpertypen auf die Werbetafel, auf der sogar eine schwangere Frau zu sehen ist. Sie erzählen kurz ihre Geschichten, und die Werbung weckt so großes Interesse, dass sie sogar in die Nachrichten gelangt. Diese Kampagne wurde mehrfach ausgezeichnet, weil sie unterschiedliche Kulturen und Werte fördert. Wenn Sie ständig so interessante Dinge erfahren möchten, dann abonnieren Sie den Kanal. 8 Übermenschen. Was haben sich die Leute von Hollywood gesagt, die beschlossen haben, einen Film für nur $12 Millionen zu machen? Für einen solchen Betrag für einen Film kann man dort nur von einer gewissen Armut sprechen. Dafür mussten sie sich eine günstige, aber super interessante Möglichkeit einfallen lassen, für einen kommenden Film Aufsehen zu erregen. Was halten Sie von diesen fliegenden Menschen? Sie würden anhalten, fragen, was los ist, und Fotos von ihnen machen, nicht wahr? Zehntausende Menschen haben dies getan und in sozialen Netzwerken mit der Frage „Was ist das?" gepostet. Es stellt sich heraus, dass es sich um speziell angefertigte ferngesteuerte Flugzeuge handelt, die wie Menschen aussehen. Sie promoten den neuen Film Chronicle aus dem Jahr 2012 mit einem Budget von $12 Millionen. Flying Man sorgte in den Medien für so viel Aufsehen, dass ihr Film allein am Wochenende 126 Millionen US-Dollar einspielte. So macht man aus dem Nichts etwas. Ich habe den Film gesehen und muss sagen, er ist gar nicht so schlecht. 9 Orion-Teleskope. Die britische Teleskopfirma Orion ist dabei so kreativ vorgegangen, dass es sogar zu leichten Spannungen zwischen den USA und England gekommen ist. Um zu zeigen, wie gut man ihn durch ihre Teleskope sehen kann, platzierten sie 3 Bilder des Mondes auf einem schwarzen Hintergrund. Das erste ist 200-fach vergrößert und zeigt den natürlichen Erdtrabanten, wie wir ihn aus vielen Bildern kennen. Die zweite ist 400-fache Vergrößerung und wir sehen ein Bild mit der amerikanischen Flagge. Das dritte Bild zeigt neben der Hervorhebung der 800-fachen Vergrößerung auch die Aufschrift Made in China. Sie haben das Geschwätz gesehen, dass sogar ihre Flagge in China hergestellt wird, und so hatten die beiden Länder einen kleinen Streit. Unnötig zu erwähnen, dass die Marke Orion vom US-Markt genommen wurde. 10 Der Ring. Des Foretold war damals ein Riesenerfolg. Dort schaut man sich ein Videoband an, bekommt danach einen Anruf und nach 7 Tagen stirbt man. Wirklich sehr angespannt. Normalerweise erregt der zweite Teil eines Horrorfilms jedoch nie so viel Aufmerksamkeit, wie es bei Der zweite Ring tatsächlich der Fall ist. Aber es gab ein sehr gutes Marketing. Die Werbeabteilung für den Film richtete eine Website ein, auf der Leute einem Freund einen Streich spielen konnten. Das Einzige, was ich wollte, war, seine E-Mail-Adresse und Telefonnummer einzugeben. 7 Tage vor der Premiere des Films traf eine E-Mail mit einem Link zum Trailer ein, und gerade als der Film zu Ende war, erhielt die Person des Streichs einen seltsamen Anruf mit der Aufschrift 7 Tage. Danach wurde das System geschlossen und die Person erfuhr von dem Film.
Millionen Menschen auf der ganzen Welt scherzten mit ihren Freunden auf der ganzen Welt und so war der zweite Teil des Films ein Riesenerfolg. Obwohl als Film ziemlich schlecht. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie ihm einen Daumen nach oben und vergessen Sie nicht, dass Sie über die Schaltfläche Danke irgendwo hier unten auf die digitale Schulter stoßen können. Super schnell und einfach, den Kanal zu abonnieren und auch eine Glocke zu drücken, um benachrichtigt zu werden, wenn ich etwas Neues hochlade. Danke, dass du wieder einmal bei mir bist.